Hallo alle miteinander. Heute ist bei uns Ostersonntag, orthodoxes Fest. Und wir sind auf Sonntagsausfahrt einfach mal ein bisschen in die Berge. Vielleicht mal auch ein nächstes Dorf besuchen, mal schauen. Und jetzt kommen wir noch zu dem kleinen Teil in den Kommentaren. Hat sich jemand aufgeregt, ich hätte die ukrainische Flagge hinten drauf. Kann man das lesen? Gazprom und Rebionok-Maschine. Das ist ein Aufkleber, Achtung Kinder. Das werden wir jetzt gleich ändern. So, weiter geht's. Und jetzt könnt ihr beruhigt sein. Ich habe nichts mit Ukraine zu tun. Und das J haben wir auch abgemacht. Deswegen mein gutes altes Taschenmesser. Und jetzt fahren wir weiter. Wir wollen noch ein bisschen den Sonntag genießen. Bis später. Teil 2 unseres Videos. Heute ist mein Freudentag. Und zwar, Stadtausflug hat sich gelohnt. Wir sind weit gefahren. Und ich habe die Kartawelle bekommen. Und zwar die Ausführung, wie ihr seht, der Flansch in Zukunft zu demontieren geht. Bei mir ist hier eine fette Schweißnaht drin. Keine Mutter, kein Bolz, eine richtig fette Schweißnaht und mehr nicht. Und deswegen kann man das Mistding nicht demontieren. Die Ausführung ist in der Länge exakt. Das Lager sitzt noch an der richtigen Stelle. Und jetzt habe ich sie bekommen für schlappe 5.000. Mit Versand hätte ich bezahlt 6.800. Und das Schloss für die Hektar haben wir auch bekommen. Also unser Sonntagsausflug war ein voller Erfolg. Ich bin happy und kann dann unsere Nada wieder in Ordnung bringen. Mein Sohnemann tobt gerade im Auto drin rum. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Frauchen ist einkaufen. Und jetzt wird die Fahrt nach Hause gehen. Sonntagsausflug, Osterausflug ist beendet. Und jetzt geht es nach Hause, circa 2,5 Stunden noch, bis wir wieder zu Hause sind. Dann wird es bei uns nachts sein. Bis später, euer Matze. So, ich muss noch ein paar Minuten warten aufs Frauchen. Die ist gerade noch mal in Fix Price reingeflitzt. Will ich noch was holen. Und ja, erstmal vielen Dank für eure vielen lieben Kommentare. Unter den letzten 2 Videos hat mich sehr gefreut. Absolut wow, vielen Dank. Auch für die Osterwünsche. Wie ich gesagt habe, wir haben ja heute unser Osterfest hier in Russland. Wir feiern es nicht so extrem wie die normale einheimische Bevölkerung, aber wir haben eben einen Tag frei. Fahre ich mal gestern arbeiten. Da hatten wir heute früh die spontane blöde Idee, komm, raus aus den Federn, rein in die Karre und ab geht's. Ja, sind wir ganz paar Stunden noch unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir angekommen waren. Sind gemütlich gefahren. Und mein Mädel hatte die dumme Idee, sagte, komm Matze, such mal nach einem Autoersatzteilgeschäft. Wir finden bestimmt heute was. Ja gut, gesagt, getan. Ich habe es eingegeben, mein Navigationssystem, Double GIS, WAS, Lada, Aftersub Justy. Und bingo. Das war das erste Geschäft, was ich angefahren habe hier in der Stadt. Einfach so aus Jux und Dollerei. Steig aus, geh rein, frage, guckt mich an, ja, welche Ausführung wollen Sie haben? Ich sag, ja, eine, die man besser reparieren kann. Sagt er, ja, es gibt die eine Variante in 2 Varianten. Die Sie brauchen, gibt es in 2 Ausführungen. Die beschissene und dann gibt es eine bisschen bessere. Die bessere kostet aber 500 Rubel mehr. Ich sage, mir egal. Dann habe ich die für 5.000 mitgenommen, fertig, und dann kann ich den Plan demontieren das nächste Mal, wenn was ist. Weil der wusste ja Bescheid. Absoluter Spitzenfachmann in dem kleinen Laden. Gar nicht groß irgendwie, so ein kleines Allerweltslädchen, aber nur speziell für Lada. Ja, gesagt, getan, genommen, gekauft, eingepackt und noch rumgefragt, was noch alles da hat. Ich sagte, ich suche noch eine Hinterachse mit ABS. Spezielle Ausführungen für 2017. Sagt er, ja, weiß er, hat er eine rumliegen, schon jahrelang. Will keiner haben. Ich sag, was kostet das Schwein? Hat er gesagt, ja, 16.000. Willst du gleich mitnehmen? Sag ich, nee, wir sind auf Familienausflug. Kannst du mir zurücklegen? Naja, dann hat er sie mir zurückgelegt. Und nächste Woche werde ich sie mir holen fahren. Also absolutes Bingo-Erlebnis. Alles bekommen, was ich brauche. Und aufgrund dessen
hatte ich heute meinen Glückstag durch das glückliche Händchen von meinem Frauchen, die gerade neben mir sitzt und ihre Blümchen auch, gesagt man, gesnappt hat. Auch glücklich und happy ist, die sie über Avito gefunden hat für ihr Arbeitsbüro, dass es ein bisschen gemütlicher wird. Und so haben wir heute einen absoluten geilen Tag hinter uns alle. Wir alle Viere. Ja. Manchmal muss man einfach Schwein haben, einfach Glück haben. Nur zusammen sind wir glücklich und stark. Genau, mein Schatz, genau. Mein Schatz. Jetzt habt ihr mal mein Frauchen gehört im Video. Also, nochmal recht vielen Dank euch allen für die lieben, netten Kommentare. Freut uns immer sehr. Und liebe Grüße von uns allen aus Sibirien. Bis demnächst, euer Matze. Hallo allerseits. Ich melde mich von meinem neuen Arbeitsplatz. Und zwar da hinten. Das Häusl ist die Kotelnaja, das Heizhaus. Da werde ich die nächsten 4 bis 5 Tage arbeiten. So, und jetzt gehen wir mal in meine Bewohnung. Das ist in der Jurte. Und jetzt gehen wir mal rein. Hat sich alles spontan ergeben gestern. Ja, genug zu essen gekauft. Hier sind schon meine Arbeitsklamotten. Die Arbeitsschuhe. Und hier werden wir jetzt wohnen die nächsten 4 bis 5 Tage. Die beiden kleinen Hooligans und wir, Papa und Mama. Der große Sohn bleibt in der Stadt und versorgt die Katzen. Und wir sind hier mit Fernseher und allem drum und dran. Oh, da ist eine schöne große Badewanne, da werde ich heute Abend reinschmeißen, eine Duschkabine. Einfach nur geil. Guter Arbeitsplatz. Hier werde ich für die nächsten Jahre, vielleicht, wenn alles gut geht, meinen Job machen. Tja, ich habe mir so ein Ding besorgt, dass wenn meine beiden Kleine rumtoben, ich die unter Kontrolle habe, ich sehe, was sie machen, kann man sich mit dem Handy verbinden, weil ich doch ab und zu mal eine Viertelstunde raus muss zum Ofen. Noch ein bisschen was zum Reparieren, Material besorgt. Und ab heute geht's los. Sozusagen Hausmeister, Heizer fürs Heizhaus, Kohle beschicken, Kessel kontrollieren und Elektriker. Nicht schlecht. Und nebenbei noch ein bisschen ausruhen. Bis demnächst. So, für uns Neugierigen, die mal wissen wollen, was ein Heizer in Sibirien macht. Da ist er. Das ist ein großer Heizkessel, wie viel kW weiß ich gar nicht. Der versorgt hier 8, 9, 10, 11 Gebäude. Wird befeuert mit Steinkohlengranulat, mit Schneckenantrieb, automatischer Nachführung. Und ich muss alle paar Stunden kontrollieren und die Schlacke ein bisschen wegkratzen, weil die Kohle macht extrem viel Schlacke. Sehr altes Modell, aber macht seinen Job richtig gut. Kann man nicht meckern. So, den Rest kann ich euch nicht zeigen. Sieht ein bisschen wüst aus hier. Typisch russisch. Da hinten haben wir noch so eine Spannungsstabi. Und hier haben wir die Temperaturanzeige. Da muss ich alle paar Stunden hinsausen und kontrollieren. Die nächsten 5 Tage, 5 Tage, mal schauen. Probearbeiten. Mir gefällt ja. Ich könnte hier bleiben. Gemütlicher Job. So, könnt ihr mal sehen. Schnee treiben. Und das mitten im April in Sibirien. Sind schon, naja, gute fast 10 cm. Gut, das ist der Kohlebunker. Da muss ich ab und zu mal gucken und neues Zeug reinschmeißen. Oh, ich gehe mir erst einen Kaffee holen und gemütlich ausruhen.